Hi, ich bin Luis und das ist Fibasted. Wer nach dem Training noch richtig die Treppe runterlaufen kann, der hat nicht richtig trainiert. No pain, no gain halt. Ob an dem Mythos was dran ist, schauen wir mal. 7, 8, sehr stark, komm. 9 und der letzte. Komm, fertig. Ja, sehr stark. Super. Lass doch vor. Glaubst du? Ja. No pain, no gain? Ja, So wird mir immer gesagt. bist du bei der 10. Wiederholung zum Muskelversagen gekommen, also warum willst du jetzt noch darüber hinausgehen? Ihr merkt schon, Chris hat auf jeden Fall Ahnung. Es liegt daran, dass er seit 2009 ein eigenes Studio hat. Und wir jetzt mal darüber sprechen, ob No pain, no gain im Muskelaufbau wirklich wirksam ist oder auch, ob es nötig ist. Ich habe jetzt 10 Wiederholungen gemacht. Für mich heißt es aber auch manchmal, okay, 8 bis 12, 8 bis 15, wo soll ich mich da orientieren? Grundsätzlich ist 8 bis 12 als grobe Orientierungshilfe, wenn Muskelaufbau dein Ziel ist, vollkommen richtig. Entscheidend ist aber, dass du innerhalb dieser 8 bis 12 Wiederholungen zum Muskelversagen kommst. Und genau das hast du gerade gemacht. Bei der 10. Wiederholung war Ende. Aha, aber ich sehe jetzt im Gym sich die Jungs auch immer ein Dropset machen. Was hat das dann für eine Wirkung? Dass man weit über das Muskelversagen hinausgeht, kann man machen, muss man in deinem Fall aber wirklich nicht unbedingt machen. Ich will halt einen Reiz in meinen Oberschenkeln spüren und dann hatte ich jetzt bei der 10 Wiederholung, ich habe schon gemerkt, okay, ich kann vielleicht nicht mehr, aber es hat noch nicht gestochen und ich will ja Muskeln aufbauen. Und ich dachte, durch den Dropset kann ich mir dann vielleicht noch die 11. und 12. oder auch 13. Wiederholung dann sozusagen erkaufen, um halt noch mehr und intensiver in den Muskeln zu gehen. Kann man machen, aber grundsätzlich war es ja so, bei der 8. Wiederholung hast du schon gemerkt, es geht dem Ende entgegen, 9 war gerade noch so möglich, bei der 10. habe ich dir geholfen, du wärst nicht in der Lage gewesen, alleine eine 10. Wiederholung zu machen. Und damit ist der trainingswirksame Reiz eindeutig gesetzt. Würdest du dann aber sagen, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt 10 Wiederholungen schaffe und ich gut schaffe, kann ich dann auch direkt mit dem Gewicht hochgehen oder dann bei dem Gewicht bleiben und das dann dropsetten? Was macht da ein bisschen mehr Sinn? Ich würde einfach jetzt abwarten, wie der Körper auf dieses heutige Training reagiert. Und im Idealfall solltest du beim nächsten Leg Day in der Lage sein, die 10. Wiederholung, bei der ich dir heute geholfen habe, wesentlich einfacher oder gar alleine hinzubekommen. Hier macht der Mythos jetzt im Muskelaufband vielleicht nicht so viel Sinn, aber wo er Sinn macht, das erfahrt ihr jetzt. In meinem Fall habt ihr gerade gesehen, dass ich den Muskelreiz auf jeden Fall schon im Training erreicht habe und No pain, no gain bei mir jetzt in meinem Fall nicht so viel Sinn macht. Cool, dass du heute da bist, Elisa, denn du bist seit 10 Jahren Physiotherapeutin und dann kannst du uns erklären, bei welchen Patienten oder bei welchen Menschen es Sinn macht, nach No pain, no gain zu trainieren. Ich glaube, jeder kennt die Trainierenden auf der Trainingsfläche, die gefühlt 5 Minuten an einer Übung sitzen, im schlimmsten Falle noch mit dem Telefon währenddessen, die ein Gewicht drauf haben, wo sie locker 30 bis 50, wenn nicht sogar 100 Wiederholungen schaffen würden. Und genau bei den Leuten ist es eigentlich unglaublich wichtig, mal den Anreiz zu geben, no pain, no gain. Geh mal an deine Schmerzgrenze, geh mal an eine Gewichtsgrenze, wo du das Gewicht gerade noch so schaffst zu stemmen, um da den richtigen Anreiz zu setzen, um den Muskelwachstum zu fördern oder überhaupt einen Reiz zu setzen. Hast du aber da vielleicht einen Tipp? Weil für mich heißt es jetzt auch irgendwie, vielleicht sind die Leute auch nicht so erfahren in der ganzen Hinsicht, wie viel Gewicht kann ich auch nehmen. Gibt es da jetzt nicht eine Faustregel, aber gibt es da einen Tipp, den du uns geben könntest, damit man weiß, okay, bis zu dem Gewicht kann ich machen oder soll ich einfach mal auf blind irgendwie das probieren und mich dann blödestenfalls irgendwie noch zu verletzen? Genau, es wurde eben ja schon mal erwähnt, es gibt hier verschiedene Richtlinien. In einem Trainingsbereich möchte ich in den Muskelaufbau gehen, befinde ich mich zwischen 8 bis 12 oder 8 bis 15 Wiederholungen. Und da sollten gerade so die letzten gerade so machbar sein. Und dann weiß ich eigentlich, ich habe ein gutes Gewicht, ich habe einen Reiz gesetzt in meinem Training und da wird sich beim nächsten Mal was tun. Bei No pain, no gain, für mich heißt es ja auch, das hat schon was mit Disziplin zu tun und auch ein bisschen was mit Mindset. Gibt es da vielleicht auch eine Herangehensweise für Leute, die vielleicht damit Probleme haben, die du als Physiotherapeutin auch schon bei Leuten entdeckt hast und wo du so einen kleinen Motivationsschub vielleicht auch noch mitbringen könntest? Also da ist auf jeden Fall die Betreuung an dem Patient oder auch an dem Trainierenden ein super wichtiger Point. Daneben zu stehen, den Anreiz zu setzen, demjenigen überhaupt mal das Gefühl zu geben, was heißt es überhaupt, diesen Reiz zu setzen, was für ein Schmerz oder was für ein Gefühl ist es, bis ans Ende zu trainieren. Und dann kommen die Leute eigentlich in das Gefühl, können das selber einschätzen, wie weit muss ich gehen in meinem Training. Wenn ihr jetzt noch mehr Expertise im Bereich Gesundheit und Training haben möchtet, dann hört einfach beim Podcast Praxisgeflüster von Elisa und Chris mit rein. Dieser Mythos ist, wie wir von Chris und Elisa gehört haben, ist es wichtig, Reize zu setzen im Training. Du musst nicht immer darüber hinausgehen. Ich bin Luis, das ist Fibasted und wir sehen uns beim nächsten Mal.